Also ich bin der Meinung, Parkside hätte niemals aufhören dürfen, dieses Gerät zu verkaufen. Das ist das Parkside Multi-Schweißgerät der ersten Generation. Das war wirklich ein extrem gutes Mic-Max-Schweißgerät, eine Ein-Knopf-Bedienung. Das konnte wirklich jeder einstellen. Ein Knopf, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und das Gerät schweißt. Und wie das Gerät geschweißt hat, das ist also wirklich der absolute Hammer. Ich habe das Gerät seit über 4 Jahren. Es funktioniert immer noch richtig, richtig gut. Und das Gerät hat noch eine weitere Besonderheit. Es hat ein Aluminiumprogramm und dieses spezielle Aluminiumprogramm hat es wirklich auch in sich. Damit konnte man bezahlbar vernünftig Aluminium schweißen. Das habe ich gestern gerade wieder mit jemandem gemacht und dabei haben wir 2 kleine Tricks angewendet, 2 Vorgehensweisen und damit konnten wir so unglaublich gut Aluminium schweißen. Das hat mich auch wieder erstaunt. Das sind Nähte, die hat gestern jemand hier geschweißt, der hat vorher noch nie Aluminium geschweißt. Der hat 2-3 Mal Fülldraht geschweißt, hat gestern 2-3 Stunden mit mir mit dem Gerät geschweißt und am Ende haben wir Aluminium geschweißt. Am Ende haben wir auch QSI 3 gelötet. Das kann das Gerät wirklich auch sehr gut und die Ergebnisse, die waren wirklich wieder mal beeindruckend. Diese beiden Tricks, diese beiden Vorgehensweisen, wie es noch besser mit so einem Gerät funktioniert, die möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Und ich weiß natürlich, viele von euch haben sich damals nach meinen Videos dieses Gerät gekauft und viele sind damit wirklich bis heute mehr als zufrieden. Das ist ein richtig schönes Gerät. Der Nachfolger ist auch nicht verkehrt. Ich persönlich fand aber, dass man das Gerät besser einstellen konnte und dass dieses Gerät ein bisschen besser schweißen konnte. Also ich hätte anstelle von Parkside niemals auf das neue Gerät umgeswitcht. Das Einzige, was ich immer gesagt habe, was man hätte machen sollen, ist, dass man hier wirklich deutlich unter 50 Ampere geht, damit man mit dem Gerät auch vernünftig Dünnblech schweißen kann. Das ist so ein bisschen problematisch bei dem Gerät. 50 Ampere ist da oft ein bisschen viel. Aber kommen wir zum Aluminium-Schweißen und meiner Vorgehensweise, die das Aluminium-Schweißen noch ein bisschen besser macht mit dem Gerät. Ich habe hier eine 2 mm Aluminiumplatte. Ich habe hier ein 3 mm Aluminium-Vierkantrohr. Und das wollen wir verschweißen. Ich habe das ganz normale Schlauchpaket mit einer Stahlseele. Man könnte hier noch eine Teflonseele einrüsten, ging es noch ein bisschen besser. Ich habe ganz normal Argon 4.6 als Schutzgas, ungefähr 15 Liter die Minute, also sollte man wirklich ein bisschen mehr Gas nehmen als beim normalen Max-Schweißen. Und ich habe einen 1 mm ALMG 5 Schweißdraht gerüstet. Wichtig immer nicht 0,8 oder noch dünner nehmen, nehmt ruhig 1 Millimeter, sonst bekommt man relativ schnell Probleme mit dem Drahtvorschub. Vorgehensweise oder beziehungsweise der erste kleine Trick, der ist jetzt im Prinzip ganz, ganz einfach. Ich habe das Schweißgerät auf komplette 160 Ampere hochgedreht. Im Prinzip zu viel Leistung für 2 mm Aluminium. Jetzt mache ich hier Heftpunkte. Bei dem Bauteil, bei dem Muster kann ich die Heftpunkte von innen machen, kann hinterher schön von außen schweißen. Und durch diese kleinen Heftpunkte, durch diese kleinen Stückschweißungen bringe ich schon mal richtig, richtig gut Wärme in das Material. Alternativ könnte man das Material vorwärmen im Backofen, auf dem Grill, mit einem Propangasbrenner, mit einem Heißluftföhn. Aber das macht alles Arbeit. Diese Heftpunkte muss man sowieso setzen und die mit richtig viel Leistung zu setzen, das macht es ganz einfach und dann kann man auch vernünftig schweißen. Zum Schweißen reguliere ich jetzt die Leistung runter, gehe auf 140 Ampere, kann damit die ersten beiden Nähte schweißen. Das Material wird immer und immer wärmer und dann reguliere ich für die letzte Naht sogar auf 130 Ampere runter und schweiße so eine Naht nach der anderen. Und das Ergebnis sieht jetzt mal alles andere als verkehrt aus, ist sicherlich keine Naht, wie ich die mit einem High-End-Gerät mit Puls schweiße oder auch nicht mit WIG, mit einem AC, also mit einem Wechselstromverfahren. Das ist immer noch mal was ganz anderes, aber das muss man können und dafür braucht man ein deutlich teureres Gerät. Mit dem einfachen Gerät ist das wirklich ein richtig gutes Ergebnis. Jetzt gibt es eine ganz wichtige Sache und das ist die Brennerhaltung. Das predige ich auch wirklich schon seit Jahren. Das heißt, viele schweißen stechend oder viele schweißen schleppend. Beim Aluminium schweißen immer eine ganz neutrale Position. Das heißt, direkt vor der Naht sein, ganz gerade vor der Naht und dann damit schweißen. Eine leicht rotierende Brennerführung und dann kriegt man auch wirklich schöne Ergebnisse. Wenn man hier stechend extrem schweißt oder extrem schleppend schweißt, dann kriegt man das deutlich schlechter hin, beziehungsweise man bekommt es teilweise gar nicht hin. Also immer in einer schön neutralen Position. So schweißt man heute in vielen Bereichen und besonders beim Aluminium ist das sehr empfehlenswert.
Wenn man sich die Naht jetzt so ein bisschen näher anguckt, dann sieht man hier am Anfang hat es nicht richtig gebunden. Das heißt, da fehlt so ein bisschen die Energie. Dann schweiße ich hier ganz vernünftig und am Ende läuft mir alles weg. Und das ist so charakteristisch für eine Aluminiumschweißnaht. Das heißt, am Anfang habe ich hier genug Leistung gehabt zum Schweißen zwar, aber die Energie wurde zu stark abgeleitet, weil Aluminium ein Werkstoff ist, der wirklich gut die Wärme leitet. Dann hat das Bauteil irgendwann eine gewisse Wärmesättigung und dann kann man hier vernünftig schweißen. Irgendwann ist es zu warm und dann läuft mir alles weg. Und was kann ich da machen? Da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich drehe das Gerät wieder komplett auf. Jetzt nehme ich in der rechten Hand den Brenner und den linken Hand positioniere ich hier und während ich schweiße, reguliere ich langsam runter. Je nach Aufschmelzverhalten reguliere ich langsam runter und dann kann ich am Anfang mit sehr, sehr viel Leistung schweißen, kann dann mit ein bisschen weniger Leistung immer noch vernünftig schweißen. Am Ende drehe ich so weit runter, dass ich auch das Ende vernünftig zu Ende schweißen kann. Nun ist es natürlich relativ schwierig, wenn man das alles machen muss, wenn man hier mit der einen Hand schweißt und mit der anderen Hand hier den Drehregler bedient. Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Man hat irgendeinen Kumpel, den man dazu ranzüchten kann, sage ich mal, und dem das vermitteln kann. Der kriegt auch einen Schweißhelm, der guckt einem zu und je nach Aufschmelzverhalten dreht er während des Schweißprozesses langsam runter. Das ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk und das funktioniert so unglaublich gut. Ich habe das mit mehreren Leuten schon gemacht und es wirklich, also es ist eine ganz tolle Technik und das geht halt nur mit sehr, sehr wenig Geräten, weil die wenigsten Geräte so eine Einknopfbedienung haben, die auch für Aluminium funktioniert. Das geht, wenn ich mir jetzt so gucke, gerade bei den günstigeren Geräten hier, bei dem Parkside-Gerät und es geht zum Beispiel bei einer MIG 160 von iPoTools. Die kostet auch so etwas über 200 Euro. Die ist aktuell auch noch erhältlich. Kann ich ja auch gerne unter verlinken. Mit der kann man das auch super machen. Aber ansonsten ist es schwierig. Aber damit kann man wirklich ganz toll Aluminium schweißen. Im Notfall kann man auch seine Frau fragen, ob die sich dafür interessiert. Die eine oder andere Gattin wird da sicherlich auch Interesse haben und wird dann auch sich daneben stellen und ganz einfach mal diesen Drehregler immer so ein bisschen vorsichtig runterdrehen. Jetzt eine Hand am Drehregler und die andere Hand zum Mic-Mac-Schweißen ist natürlich ein bisschen herausfordernd. Ein paar Nähte habe ich da ein bisschen versaut, dann habe ich das aber auch wirklich sehr gut hinbekommen. Das heißt, ich würde eher immer empfehlen, dass man sich jemanden sucht, der da am Drehregler zusätzlich mit dreht. Der guckt sich einfach das Schmelzbad an und kann danach das Ganze dann regulieren. Und dann kriegt man hier wirklich schöne Ergebnisse hin und das mit einem ganz einfachen Mic-Mac-Schweißgerät, das 199 Euro gekostet hat. Man kriegt die teilweise bei eBay Kleinanzeigen, vielleicht werden die auch mal irgendwann wieder aufgelegt. Ich wollte gerne mal wieder was dazu machen, weil so viele Leute so ein Gerät haben, so viele Leute dazu immer mal wieder Fragen haben und hier habt ihr eine schöne Anleitung, wie ihr mit so einem Gerät wirklich richtig, richtig gut Aluminium schweißen könnt und das ist alles andere als ein Hexenwerk und die Ergebnisse, denke ich mal, sprechen für sich. Zu den Geräten gibt es natürlich auch eine Werkstattkarte. Wichtig ist auch immer noch, ich hätte das noch optimieren können mit einer Teflonsäle, mit vielen verschiedenen anderen Parametern. Habe ich nicht. Ich habe die ganz einfache Grundeinstellung von dem Gerät genommen, habe damit geschweißt, habe damit diese beiden einfachen Methoden gezeigt und man sieht an den Ergebnissen, dass es funktioniert.